It was a landslide in Germany. For the first time since the Second World War, an ultra-right-wing party, the AfD, the Alternative for Germany, won seats in the German parliament. In Austria this year, a cabinet was formed with 5 ministers from the ultra-right-wing party, the FPO. And in the Netherlands, the Forum for Democracy is getting settled in, while the identitarian resistance is growing. The right is stirring all across Europe. Backlight has gained access to the intellectual right front line in Germany and reveals what motivates them, what their beliefs are, and how they view their future role in Europe. Es wird alles normalisiert. Ich garantiere Ihnen das. Dass das in 2-3 Jahren hat sich dieses Fenster verschoben und da gilt vieles für normal, was heute noch hysterisch bekämpft wird. This is Backlight. Welcome to the world of the identitarians. A wind from the right is blowing across Europe. And since the start of the refugee crisis, the genie is out of the bottle. Up until that time, the ultra-nationalistic flame burned only in the few, amongst whom the extreme right-wing publisher Götz Kubitschek. From his manor house in Sachsen-Anhalt in former East Germany, he built an extremely conservative think tank. Long ago, he sowed a range of ideas that are despised in Germany. But times are changing. Wie viele Bücher verkaufen Sie am Tag oder am Monat? Auf so ein Jahr, wie das letzte gesehen, sind das vielleicht 100.000 Bücher oder so, die wir verkaufen. Da hat sich vieles geändert. Also wir nennen das den Resonanzraum, der sich erweitert hat. Das ist ohne unser Zutun geschehen, dadurch, dass es eben eine Partei jetzt gibt oder Demonstrationsbündnis, überhaupt so eine Widerstandsstimmung im Volk. Die Leute wollen nicht mehr alles einfach nur hinnehmen. Sie wollen sich dagegen wehren. Und dazu gehört eben zwingend, dass man liest. Dag, schön. Guten Tag. Ich jobber bloß auf das Boden, hole bloß alles ab. Ich will auf jeden Fall einen Rechtsruck. Ich will, dass das, was links verrutscht ist, rechts korrigieren. Und das ist natürlich nur das ist ein echter Kulturkampf, eine echte, harte, weltanschauliche Auseinandersetzung. Das alles hätte viel harmloser und viel ruhiger ablaufen können, wenn es die linke Seite nicht so übertrieben hätte. Es muss wirklich dagegen gehalten werden, ja, mit aller Macht, damit überhaupt etwas wieder ins Gleichgewicht kommt. Ich glaube, dass wir wirklich auf eine harte Zeit zugehen. Ja. Mhm. Ja, und ich würde mir immer wünschen, dass es nicht so käme, aber ich glaube nicht, dass das mit Quatsche irgendwie noch geregelt werden kann. Intellektuelle! Nationalismus raus aus den Köpfen! Nationalismus raus aus den Köpfen! It is the second time that right-wing publishing house Kubitschek has been present at the book fair, first in Frankfurt and now in Leipzig. This generates much anger and resistance, but sympathizers feel empowered by Kubitschek. If he can do it, then so can they, simply by being very openly right-wing. Ich habe doch eben gerade das definiert, was Sie von mir haben wollten. Habe ich doch gesagt, was für mich rechte Hetze ist. Ich sehe, dass Sie das auf Flüchtlinge und Ausländer abwälzen. Vielleicht nicht Sie persönlich, also ein Flüchtling ist im Prinzip die Flüchtlinge, die beim Diebstahl erwischt worden sind, die sind für ein Problem verantwortlich. Und warum gehen Sie jetzt mitten in der Diskussion? Lassen Sie mich stehen. Was soll denn der Mittelfinger? Wir sind alle freundlich heute, es ist Wochenende, Freunde.
Ich bin keine Arschloch, ich habe nur gesagt, dass du das jetzt ich bin arisch? Ich habe nicht mehr gesagt. Aber gefällt euch nicht. Recht nicht arisch? Alter, schrei doch nicht so, mein Trommelfell. Aua. Ich bin einfach nur ein dummer Gutmensch, wisst ihr? Ich mag euch klugen, schlechten Menschen einfach nicht. Despite the great resistance, the radical right continues to forge a path and their supporters are growing in number, while their harsh language is becoming more commonplace. They are no longer simply bald, angry boys, but cheerful vloggers such as Alexander Malenki. He walks full of confidence across the Buchmesse. Grüße, Mahlzeit. Ich wusste gar nicht, dass du so klein bist. Ich habe eigentlich größer gedacht. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Wir sind von Reconquista, ist dir das vielleicht zu recht? Ich weiß es nicht. Ich habe von euch gehört, ja, offen gestanden. Nee, aber wir sind alles okay. Wir reden mit jedem. Es ist so ein Phänomen, dass die patriotischen Verleger oder die patriotischen Kräfte auch immer diesen Diskurs natürlich anstreben, ja, und sagen, okay, wir wollen in dieses Gespräch gehen, wir suchen das Gespräch, aber gerade von linker Seite dann immer gesagt wird, naja, mit Nazis reden, das bringt nichts. Wie ist das für euch, da so ausgemacht zu werden für Nazi? Also ich muss sagen, dass man steht da so in gewisser Weise drüber. Ja, also man nimmt es dann gar nicht mehr so für voll, weil man halt auch weiß, okay, wenn die Taz sowas schreibt zum Beispiel, das sind halt meistens Linksextreme, beziehungsweise Leute, die eben aus einem sehr linken Kreis kommen. Und wenn so jemand dann sagt, dass für die sind quasi alle Leute Nazis, die irgendwie eine kritische Meinung haben, unsere Asylpolitik irgendwie wagen zu kritisieren. Also dieser Begriff Nazi wird auch so inflationär verwendet, sozusagen, dass der Bäcker von nebenan Nazi ist und der Weihnachtsmann auch irgendwie ein Nazi ist. Naja, von daher ist es sozusagen, man steht da so ein bisschen drüber, man nimmt sich nicht mehr ganz so für voll. Die Linken haben nichts zu bieten. Keine Argumente und keine Lösungen. Und deshalb kritisieren die Radikalen auch, dass die intellektuelle Linke auf der Buchmesse geschwiegen hat und stattdessen sich den Rotwein zugeführt hat. Aber da sind sich die Jungs und Mädels von der Antifa einig. Mit Nazis reden, das bringt gar nichts. In gewisser Weise ist es so ein bisschen ein Anreiz. Ja, also wenn eben von der Mainstream-Presse oder von linken Medien eben gesagt wird, okay, wir versuchen nicht darüber zu berichten oder das alles zu dämonisieren, dann haben wir eben die Möglichkeit, sie dazu zu zwingen, immer absurder zu lügen. Ja, und dann sind wir eben halt auch immer so ein bisschen, also ich persönlich fühle mich dann so ein bisschen angereizt zu sagen, okay, gut, ihr wollt nicht mit mir reden, dann muss ich eben da auftauchen, wo ihr seid und sozusagen eure Bühnen stürmen, dass ihr quasi gar nicht anders könnt, als darüber zu berichten. Mal gut, Schaust. Ab geht's. Wir greifen die kulturelle Hegemonie an. Der war heftig. Die Hegemonie der Multikulti-Ideologie, die heute einfach vorherrscht. Und viele Leute haben da die Schnauze voll. Und das sieht man auch an den Wahlergebnissen beispielsweise der AfD, die symptomatisch sind, dass Leute etwas anderes wollen. Und wenn wir das andere darstellen, die Leute uns dämonisieren, uns diese Aufmerksamkeit auch geben, dann werden die Leute, die schon unzufrieden sind, sich mit uns beschäftigen. Und dann werden unsere Ideen trotzdem in die Gesellschaft getragen, Stück für Stück. Das ist, also Politik, Metapolitik ist ein Marathon und kein Sprint. Ich wusste nicht, wo der Stand ist. Kubitschek, kommst du nicht damit klar mit der Gegenrede, oder wie? Das ist richtig gut, wie du alle Kubitschek, hallo! Hallo! Kubitschek, geh nach Hause! Deutschland ist Wir rufen nicht dagegen, Lasst sie schreien, die linken Vögel, ja? Wir sind ruhig und machen hier mit unserer Veranstaltung weiter. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist, denke ich, ganz interessant zu sehen, wie die Linken eskalieren an unseren Ständen bei unserer Veranstaltung. Zugleich kann man sagen, wenn wir zu linken Ständen gehen, zu linken Verlagen, dann gehen wir da mit Interesse hin. Natürlich sind wir andersdenkend aus deren Sicht, aber wir gehen zu deren Stand, wir schauen uns ihre Bücher an, wir lesen ihre Bücher. Wir diskutieren intern in der Redaktion der Zeitschrift Sezession, diskutieren wir diese Themen kontrovers, das von linken Publizisten
das von linken Publizisten formuliert wird. Ja. Haben wir uns wieder beruhigt, ja? So wie es jetzt auf der Messe über 20 Veranstaltungen gibt, in denen über uns geredet wird und immer mit dieser Werf, es ging hier um Meinungsvielfalt, um ein Aushalten von Gegenmeinungen, aber auf keiner einziger dieser Veranstaltungen ist jemand von uns eingeladen oder könnte jemand von uns seine Meinung kundtun. Einmal hinter die Absperrung. Many supporters of Götz Kubitschek are young and well-educated, and, full of conviction, they are making their own right-wing journey. Nearly all of them belong to the identitarian movement and have close ties with their counterparts in Austria, France and Italy. One of these is Austrian Martin Sellner, who wrote a book about his adventures at sea in a ship, attempting to stop a group of refugees from making the crossing in small rubber boats. Sie sind im Bereich des Kampfes um die richtigen Bilder einer der Experten in diesem Widerstandsmilieu. Kann man eine solche Bilderschlacht überhaupt gewinnen? Ja, man kann, wenn man den Mut hat und auch manchmal den Funken Wahnsinn, der notwendig ist, um in diese Brennpunkte und Zonen zu gehen und wirklich ein Schiff aus Djibouti zu chartern, dorthin zu fahren, dann kann man das Ganze sichtbar machen. All over Europe, the identitarians are paying for clubhouses using funding from anonymous financial supporters. In the former East European city of Halle, there is a huge building with a bar, office and apartments located directly across from the leftist university. Wer heute rebelliert, wer wirklich ein Risiko eingeht, weil er seine politische Meinung sagt, der steht rechts. Gar keine Frage. Schau mal, Clemens, mal kurz einmal einschießen hier. Wir möchten unsere Kultur, unsere Identität, unsere Tradition, unsere Art zu leben nicht aufgeben. Und wir möchten nicht ohne jeden Grund Millionen Fremde in unser Land lassen, die dieses Land dann grundsätzlich verändern. Das brauchen wir nicht. Die Deutschen werden mit mathematischer Sicherheit, wenn die Masseneinwanderung und die demografischen Entwicklungen, wie sie sind, anhalten, zur Minderheit im eigenen Land werden. Das ist ein Fakt. Ja? Und sie sind es zum Teil schon in manchen westdeutschen Großstädten. In Frankfurt, in Stuttgart, in Nürnberg sind bereits bei den unter 18-Jährigen 50% der Bevölkerung keine Deutschen mehr, sondern haben einen Migrationshintergrund. Und das ist keine Verschwörungstheorie, es ist keine These, sondern es ist ein mathematischer Fakt, der mit den offiziellen Zahlen unserer Regierung belegt wird. Das heißt, wir jungen Menschen müssen fürchten, dass wir eben ausgetauscht werden, dass wir ersetzt werden, dass wir in Zukunft in diesem Land nicht mehr die Geschicke lenken werden und nicht mehr Herr im eigenen Haus sein werden. Zeit haben wir nicht, nee. Wir haben in Köln in den vergangenen Jahren Demonstrationen erlebt von Hunderttausenden türkischen Migranten, die teilweise in der zweiten und dritten Generation hier leben. Das heißt, nicht nur sie, sondern auch ihre Eltern sind bereits in diesem Land geboren und sie identifizieren sich überhaupt nicht, in keiner Weise mit Deutschland, mit der deutschen Kultur, mit dem deutschen Staat, mit unserer Art zu leben, sondern im Gegenteil. Sie sind nach wie vor, verstehen sie sich als Türken oder als Muslime und demonstrieren hier für ihr Staatsoberhaupt Erdogan. Und diese Menschen, die sind in Deutschland nicht angekommen und sie müssen dann zurück in ihre Heimatländer gehen. Das ist doch völlig klar. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass eine Remigration möglich ist und dass sie auch unter humanitären Gesichtspunkten möglich und vertretbar ist. Wie meinen Sie? Mit dem Flugzeug, mit dem Schiff, mit der Bahn. Ja, also da gibt es diverse Möglichkeiten. Ja. Alle großen Revolutionen der Geschichte haben nichts anderes getan, als eine Entwicklung in die Tat umzusetzen, die sich zuvor schon unterschwellig in den Geistern vollzogen hatte. Man kann keinen Lenin haben, bevor man einen Marx hatte. Dies ist die Revanche der Theoretiker, die nur scheinbar die großen Verlierer der Geschichte sind. Eines der Dramen der Rechten ist ihre Unfähigkeit, die Notwendigkeit zu begreifen, dass auf lange Frist geplant werden muss. Das ist, was Sie machen? Ja.
Wir klären mit Broschüren zum Beispiel über die Zahlen der Migration auf. Was kostet das? Wie viele Leute kommen ins Land und so weiter. Haben wir irgendwo Pflaster? Pflaster? Ja. Wir machen hauptsächlich erstmal Aufklärungsarbeit, die wir dann natürlich auch über verschiedene mediale Kanäle, Videos, Broschüren, Zeitungen, Internet, Facebook und so weiter bekannt machen. Und das ist also was man in den letzten Jahren seit dieser Migrationskrise ganz massiv sieht, dass viele Leute auf diese alternativen Medien zurückgreifen. Sei es nun die Sezession von Götz Kubitschek, Kompakt, uns und viele andere Medien sind in den letzten Jahren extrem im Aufschwung, weil die Leute eben sagen, wir haben gleichzeitig mit dem Vertrauen in die Politik auch das Vertrauen in Medien verloren. Ich bin eigentlich Musiker. Ich habe eigentlich Musikwissenschaft studiert und irgendwann habe ich mal so gemerkt, dass wir vor 200 Jahren, also ich habe klassische Musik sozusagen primär gemacht und auch studiert, dass wir vor 200 Jahren schon mal Beethoven, Mozart und Bach hatten und heute haben wir Bushido und Lady Gaga. Das heißt, kulturell ist irgendwas schiefgelaufen und darüber hinaus habe ich mich dann eben damit beschäftigt, sozusagen diesem ganzen kulturellen Marxismus, warum sozusagen jetzt vieles schlimmer ist als doch vor 200 Jahren. Viele Zustände heute nicht so sind, wie sie sein sollen. Und darüber hinaus habe ich dann eben sehr, sehr viel gelesen, bin irgendwann aktiv geworden in der identitären Bewegung, habe darüber dann Leute kennengelernt, die genauso denken und fühlen wie ich. Was ist denn los? Eines Tages kommen Sie nach Hause und dann sagen Sie, Eltern, ich bin jetzt Rechte geworden. Wie fand das die Familie das? Katastrophal. Wie denn? Ja, die Familie war geschockt. Es war so, dass meine Eltern mich auf einem Video gesehen haben, wo ich eben auf so einer Demonstration spreche. Und dann haben die eben angerufen, was ist da los, warum bist du im Fernsehen? Und dann habe ich das halt einfach ganz normal erklärt, also warum ich das mache. Und ja, natürlich war es für meine Eltern ein Schock, zumal mein Bruder, also ich habe einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester, für meinen Bruder war es natürlich ein sehr großer Schock, weil mein Bruder auch in der Flüchtlingshilfe aktiv ist. Natürlich ist es auch so dieser Riss, der sozusagen durch das große Volk geht, der geht auch durch die Familien. Also meine Mutter war zwar entsetzt, aber es ist ja so, sie hat dann so ein bisschen mit mir geredet und es war ein langer Weg, damit sie versteht, warum ich das mache. Und mein Bruder ist immer noch ein bisschen ärgerlich. Ja? Ja? Ja. Wie viel sind von den Zeitungen jetzt weg? Also wir haben ja, was haben wir gedruckt? 60.000 haben wir gedruckt. Ein Teil ist ja bei Helge, die haben ja in Görlitz haben die ja verteilt überwiegend. Genau. Wie ist der Stand mit den restlichen? Also insgesamt sind jetzt 40.000 Stück erstmal verteilt. Wir haben noch eine komplette Druckpalette, das sind ungefähr dann 20.000 im Rest. Wir müssten uns jetzt eben überlegen, ob wir tatsächlich... Götz Kubitschek sagt, es gibt einen Riss durch Deutschland. Und dieser Riss muss tiefer werden. Was heißt das? Das bedeutet, dass im Prinzip, also dass der Riss in der Gesellschaft größer wird, heißt im Endeffekt, dass die Auseinandersetzung über diese Migrationsfrage, aber auch über andere Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens immer weiter auseinanderdriften. Das heißt, es gibt in Deutschland keinen gesellschaftlichen Konsens. Italien, Spanien, da würde man nie darüber streiten, dass es was Schönes ist, ein Italiener oder Spanier zu sein. Beispielsweise. Da ist sozusagen das Bekenntnis zum eigenen, einfach nur zur eigenen Nation, was Schönes und Normales. In Deutschland gibt es nicht mal darüber einen Konsens. Das heißt, wenn Leute sagen, Deutschland verrecke, nie wieder Deutschland, so wie das Linke tun, Antifa tut, dann zeigt das ganz eindeutig, dass es also selbst über die Frage zur Zugehörigkeit zu einer Nation keine Einigkeit in Deutschland gibt. Und dieser Riss geht durch Familien, der geht durch Parteien, der geht durch alles. Das heißt, diese Auseinandersetzung darüber ist eine sehr grundsätzliche. Was wollt ihr denn haben, Stein? Weißt du das, oder? Er würde eine Salami-Pizza nehmen, der Franz. Und hast du Clemens schon gefragt?
Nee, kannst du mal eben eine Nacht schreiben oder festhalten. Franz? Ja, nimm für die beiden halt eine Salami-Pizza oder so. Nein, Supreme war verkauft. Ich war lange unpolitisch eher. Also ich war schon immer patriotisch. Aber ich habe mich nie politisch organisiert, weil ich mich mit den vorhandenen Organisationen nicht wirklich identifizieren konnte. Ich konnte damit nichts anfangen. Und ich war aber lange auf der Suche nach etwas, was mir entspricht und wofür ich mich einsetzen würde. Und ich hatte nicht daran geglaubt, dass es sowas wirklich gibt. Es war eher immer so ein Gefühl, was ich hatte. Und ich hatte das Gefühl, dass ich nirgendwo richtig Anschluss finden kann. Und dann hatte ich die identitäre Bewegung im Internet gesehen, in einem Video. Das waren damals noch die französischen Identitären. Man ist natürlich irgendwie verknüpft untereinander, man kennt sich untereinander, man besucht sich natürlich auch. Zum Beispiel gibt es einmal jährlich ein Lager in Frankreich, wo dann auch die Deutschen mit eingeladen werden. Oder man trifft sich auch auf Demonstrationen. Das ist eigentlich ziemlich europaweit alles. Man kennt auch natürlich auch die Italiener, kennt die Franzosen. Meine konkreten ersten Wünsche sind natürlich vielleicht eine rechtsorientiertere Politik, dass meinetwegen die AfD zum Beispiel in 4 Jahren vielleicht an die Macht kommt. Dieses Mal hat es nicht funktioniert, vielleicht ja in 4 Jahren, man weiß es nicht. Dass es vielleicht auch einen Umbruch gibt im politischen Denken, erstmal auf der parlamentarischen Ebene. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass es ein Umdenken innerhalb des Volkes gibt. Hallo, servus. Dass das Volk sagt, wir sind deutsch und wir wollen auch deutsch sein. Und wir möchten gegen das ankämpfen, was unsere Identität zerstört. Ciao. So, Essen. Man versucht praktisch unsere politische Einstellung oder auch unseren ganzen Lebensstil, sage ich mal, darauf auszurichten, dass wir ein 4. Reich aufbauen wollen in dem Sinne. Ein 4. Reich? Ja, also so in dem Sinne eben, ja. Also dass wir praktisch die Tradition, sage ich mal, in dem Sinne vom oder mit dem Nationalsozialismus weiterführen wollen, was überhaupt nicht stimmt. Also es wird uns praktisch vorgeworfen, dass das, was wir an Theorien oder generell, was wir weltanschaulich auch nach außen tragen, dass das praktisch einfach nur eine kompliziertere Darstellung vom Nationalsozialismus ist. Das wird uns eben unterstellt, um den Leuten auch natürlich mit Angst zu begegnen. Also um Normalbürgern Angst zu machen, sage ich mal, mit Leuten wie uns zu tun zu haben, in dem Sinne. Dieser Adler, das ist doch ein bisschen... Bitte? Dieser Adler, das ist ein bisschen Dritte Reich, nicht? Witz, oder? Nö, eigentlich nicht. Nein? Nein. Das hat keine Anspielung. Ich habe mir jetzt eben aus keinem Impuls rausgekauft, sondern einfach, ich schlendere gerne mal über einen Flohmarkt und es sieht einfach schön aus, ja. Es geht einfach auch darum, was Positives zu erreichen und was Positives in den Leuten hervorzurufen, eben mit der Arbeit, die wir machen. Aber es muss doch für Sie eine Zukunftsperspektive sein. Etwas, dass Sie denken, wenn ich älter bin oder ich habe Kinder, und, dann muss die Welt so aussehen. Ach so, nun, ja, wie gesagt, das steht in dem Sinne außer Frage, dass als Politischer in dem Sinne einfach auch schwierig ist, eine Frau zu bekommen, sage ich mal. Ja. Ja, ist das so? Ja, die Fronten sind so verschärft. Also man lernt ein Mädchen kennen oder spricht sie an und dann kommt raus, dass man rechts ist und dann war's das schon wieder. Ja. Dann haben die keine Lust. Dann wollen die das nicht mehr. Ja. Ja, weil es somit eben ein gesellschaftlicher Ausschluss einherkommt. Ja. Das ist dann eben so. Und wie gesagt, deswegen... Fühlen Sie, wie fühlt sich das an? Ja, gut, es sind Gefühle, die man schwer beschreiben kann, sage ich mal. Ja. Vor allem, wenn man vielleicht schon einige Treffen hinter sich hatte und dann vielleicht eine gewisse Sympathie füreinander gefunden hat und dann, dann wird der Kontakt eben abgebrochen, weil man eine gewisse Meinung hat. Und
Haben Sie nie gedacht, dann ändere ich jetzt meine Meinung, weil dieses Mädchen Nein, ist auf so gar schön. keinen Fall. Also, Nein? nein, Auch nicht für die Liebe? nein. Wie können wir den Leuten zeigen, dass dort eine Moschee gebaut werden soll, aber die Leute vor Ort faktisch wehrlos sind. Und deswegen haben wir uns für eine Aktionsform entschieden, die sich nicht gegen die Moschee richtet, denn die ist ja noch gar nicht im Bau, sondern gegen das Establishment, was diese Moschee unbedingt gegen den Willen der Bürger bauen will. Und dann war einfach die Idee, wir stellen dort vor das Grundstück, wo die Moschee entstehen soll, ein christliches Kreuz als Sinnbild der abendländischen Kultur. Für die etablierte Presse und für die Parteien war das natürlich also der absolute Super-GAU. Ja, die haben dann gesagt, das Kreuz wäre rechtsextrem, das wäre ein Kreuz des Hasses und alles, obwohl es ja eigentlich das Zeichen der christlich-abendländischen Kultur ist. Und der Erste, der sich von diesem Kreuz distanziert hat, war der örtliche Pfarrer. Es war praktisch total lustig, dass wir haben nur ein Kreuz hingestellt und dann kamen aus der ganzen Republik Leute gefahren, haben uns E-Mails geschickt, so ich bin auf dem Weg nach Erfurt und plötzlich standen da, keine Ahnung, 20 Holzkreuze. Natürlich nicht so große, sondern kleine und das ganze Feld war praktisch dann voll. Also das war so das haben wir auch nicht erwartet. Ja. Sieht man mir gar nicht klebt. Cool. Mir gefällt es zum Beispiel nicht, wie die ganze Zeit eigentlich dieser Fokus nur noch auf dem Islam und auf Muslimen liegt oder auf die ollen, blöden Flüchtlinge. Mein Fokus liegt auf dem System. Aber es ist die Schuld unseres Systems und unserer Politik, unserer völlig verfehlten Politik, die die Leute hierhin eingeladen haben und hierher gelockt haben und die Leute auch bedingungslos hier reinlassen. Das heißt, meine Grundkritik ist nicht der Islam, den ich persönlich irgendwie als nicht deutsch ansehe und kulturell nicht als zu uns gehörig, aber ich kritisiere ihn nicht als solchen. Es kann von mir aus den Islam geben, aber in seinem kulturellen Kreis und in seinem Land, aber nicht bei uns, weil es zu uns einfach nicht dazugehört. Und da muss man die Politik kritisieren, die so etwas zugelassen hat. Und deswegen muss es diese völlige Neustrukturierung geben. Ich glaube, dass viele Menschen Angst haben, dass sag mal, die rechte Bewegung will, dass viele Muslime Deutschland verlassen. Ja, das ist auch richtig. Das stimmt auch. Ja. Im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass Leute, die keine Aufenthaltsberechtigung haben, hier nicht sein dürfen. Und deswegen muss es auch durchgesetzt werden. Und dass das natürlich teilweise unschöne Bilder produziert, wenn Leute das nicht wollen, logischerweise. Leute wollen auch nicht ins Gefängnis gehen oder so. Das ist klar und ich glaube, dass sich sowohl Regierung als auch Medien davor scheuen, dass diese Bilder entstehen. Also ich glaube, das ist die große Angst, dass man sieht, wie vielleicht sogar Kinder oder Familien abgeschoben werden. Haben Sie da keine Angst, diese Bilder? Nein. Ich denke, dass es eine Gesellschaft aushalten muss. Kennt ihr eigentlich die fabelhafte Welt des Götz Kubitschek? Nein! Eigentlich ist es doch so, Götz Kubitschek, du bist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Autor und ein Verleger von mittelmäßiger Fantasy-Literatur. Aber es gibt doch alles andere, was es braucht für ein gutes Märchen. Es gibt die epischen Schlachten, die germanische Magie, die Helden. Und natürlich in der Mitte Götz Kubitschek, der strahlende Held, der Bauernjunge aus Schnellroda. Er zieht aus für sein geliebtes Vaterland mit seiner jungen Anhängerschaft, die ihm an der Seite steht, den Identitären, die sich heimatverliebt am liebsten vorm Spiegel fotografieren. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, also es war überhaupt nicht so heftig. Genau. Ja, das war ganz toll. Also als die anfingen zu brüllen,
haben unsere Leute ja nicht dagegen gebrüllt, sondern die Plakate hochgehalten. Und das hat sehr, sehr gut gewirkt, sehr gut funktioniert. Und da ist die Presse schon irritiert. Ne? Also wir haben deeskaliert und haben uns so benommen, wie man sich eben auf einer Buchmesse benimmt. Und die anderen haben sich so benommen, wie man sich nicht auf einer Buchmesse benimmt. Ja. Ach so, weil wir doch sehr, sehr viel Geld für Sicherheit ausgeben mussten. Ne? Wir sitzen beide jetzt ziemlich weit auseinander. Weißt du wie? Sitzen wir dann so auseinander? Wir sind zurück von der Leipziger Buchmesse. Meine Prognose für das, was kommen wird in den nächsten Monaten, ich glaube, dass es zu einer Welle der Bekenntnislust kommen wird. Es war auf der Messe sichtbar, immer mehr Leute, die sich bekennen, die sich zeigen, die sagen, ich habe auch die AfD gewählt, ich habe auch bei Antaios Bücher gekauft und gelesen, ich habe auch Zeitschriften abonniert und mitdemonstriert und so weiter und so fort. Und was bisher so Bekenntnismut war, wird zu einer Bekenntnislust werden, da bin ich mir sehr sicher. Meinethalben den Nachbarn oder in der Familie diese kleine Schockwelle auszulösen, zu sagen, ich bin auch dabei. Kriegen wir da noch ein paar Einträge von der Messe direkt mit rein oder von der Lesung und dann passt das, denke ich. Es hat eine lange Zeit gebraucht, bis es so weit kam und bis die AfD und andere Größen, Pegida, auf den Markt kamen. Es braucht immer jemanden, der vorangeht und der eine Bahn bricht, ja, eine Lanze bricht, einen Weg freischaufelt. Es wird so langsam die Chaussee, auf der man sich bewegen kann. Also der Meinungskorridor wird langsam breiter und wird dadurch auch bequemer zu gehen für die Leute, die jetzt hinterherkommen und entdecken, dass ja, vieles vielleicht doch nicht so richtig ist, was in den letzten 40 Jahren an Einwanderungspolitik, auch wenn sie sich nie als Einwanderungspolitik etikettiert hat, aber was einfach migrationstechnisch passiert ist. Ja. Entdecken jetzt immer mehr Leute. Mein Mann spricht ja von der Bekenntnislust, die jetzt über unser Land kommt. Das ist ein sehr guter Begriff. Ja? Es war gerade noch Bekenntnismut gewesen, noch vor 2, 3 Jahren vielleicht. Und jetzt wird es zu einer Bekenntnislust. Die Leute haben fast Freude daran, sich auszusprechen und zu sagen, so nicht. Und ganz schlechte Schriftsteller! Auf der Buchmesse, wenn es dann mal hart zur Sache ging und so untergriffig argumentiert wurde gegen uns und in den linken Ständen, so schön war das nicht. Es war einerseits witzig gewesen, da hat man uns ja irgendwann entdeckt und hat gesagt, das ist der Kubitschek, der Faschist, und hat uns hinterhergemacht und hat uns dann umzingelt mit Antifa-Transparenten. Das ist für den Moment immer sehr lustig, ja? Der Adrenalinpegel steigt und es ist mal wieder was los. Aber hinterher tut es schon auch weh. Also man ist ja schon auch ein Mensch und möchte als Mensch behandelt werden und nicht als Unmensch. Ja? Bekenntnislust, meaning the desire to admit that you are right-wing. Up until now, it has only pertained to the right-wing Germans who took to the streets along with the anti-Islam movement Pegida. However, recently, Declaration 2018 was published, in which well-known intellectuals voiced their concerns about the feared illegal mass immigration. The manifesto has already been signed by 150,000 people. One of those who signed was Maximilian Krah, a lawyer from Dresden and one-time member of the CDU, the Christian Democratic Union of Germany, but now a director with the AfD. Since taking a step towards the right, he has also gained access to the inner circle of Kubitschek Publishing. Sag mal, um was es am Ende geht, damit ich die Dreiviertelstunde angucken. Nee, ich kann dir eine Zusammenfassung in 30 Sekunden geben. Und? Ist Quatsch. Ja, vor allen Dingen müssen wir das Selbstbewusstsein der Leute motivieren. Die müssen informiert sein und glauben, dass sie es schaffen können. Und das ist das. Die dürfen nicht resignieren und das ist die gut, gerade hier ist es ja entscheidend, ne? Ja, hier ist es entscheidend. Also, wo, wenn nicht hier, ne? Leadership ist die Fähigkeit,
Menschen den Mut zum Wandel zu geben. In a Mercedes, Herr Krah races at 200 kilometers per hour over the Autobahn from Dresden to the more easterly city of Görlitz. He is going to a local gathering of AfD members because he thinks it is important for people like him, the elite, to form links with the ordinary populace. This gives the people something to hold on to, as according to Krah, the current elitist society is not concerned about them. There is much poverty. The gap between the rich and the poor is growing ever greater, and the residents of Görlitz have lost much since the fall of the wall. Es geht immer darum, dass man motiviert und Selbstbewusstsein stiftet. Also die Lösung besteht jetzt nicht darin, dass irgendwelche schlaue Leute kommen und alles ändern, sondern die Lösung besteht, glaube ich, schon darin, dass also Donald Trump würde sagen, die vergessenen Menschen, dass diejenigen, die sich bislang nicht um Politik gekümmert haben und um die sich die Politik auch nicht gekümmert hat, dass die sagen, es ist unser Land, es ist unser Leben und dass die laut werden und von ihrem Wahlrecht und ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Grüß dich. Hallo. Ja, bitte. Mit Kamerateam. Hallo, grüß dich. Wunderbar. Ich glaube aber auch, Viribus Unitis, man siegt nur gemeinsam. Grüß dich. Nichts grundlegend geändert. Hat nichts grundlegend geändert. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Jetzt sind hier in Görlitz die Fassaden wunderbar geworden. Und die Landstraßen sind ausgebaut. Und es sind überall Ampeln. Und alles leuchtet in den schönsten Farben. Aber einhergegangen damit ist eine unglaubliche Deindustrialisierung und ein Bevölkerungsrückgang, wie wir ihn das letzte Mal nach dem 30-jährigen Krieg hatten. Und dass es hier bei euch nicht vorwärts geht, liegt nicht daran, dass man nichts machen kann, sondern es liegt daran, dass man A, nichts machen will und dass wir B, leider von Leuten regiert werden, die wahrscheinlich zu dumm sind, zu wissen, was man machen könnte. Jeder Einzelne, auch der fleißig arbeitet, hat das Problem, dass er im Alter in schwere Zeiten kommt. Und deshalb müssen wir die Politik ändern und müssen den Mut haben, etwas anders zu machen. Und deshalb fange ich auch gar nicht mit der Einwanderung an. Da sind wir uns einig. Nur dann, was wird denn dann? Wir haben ja nur diese eine Heimat. Wollen wir uns alle auch auf die Flucht machen? Wollen wir auch alle Glücksritter werden? Wollen wir das hinter uns lassen? Ist es das Ziel? Oder ist es jetzt nicht der Moment, dass jeder sich fasst und überlegt, ja, ich bin in diesem Land ein Vergessener. Meine Meinung wird nicht beachtet, ich werde ausgelacht. Man nimmt mir Geld, man mag mich nicht. Aber hey, ich bin ein Bürger. Und das nehme ich jetzt wahr. Wir können doch nicht zuschauen, wie Städte wie Zittau, Löbau, Bautzen, Görlitz, Weißwasser den Bach runtergehen. Und wir werden auch nicht zuschauen. Wir brauchen die mit Mut. An euch, an eurem Selbstbewusstsein, an euren Überzeugungen und an eurer Wählerstimme liegt es, ob wir die Wende schaffen oder nicht. Vilibus unitis. Together we will overcome. In eastern Germany, more and more people are taking to the streets. At the beginning of this year, there were large-scale demonstrations in the city of Cottbus. Die Situation in Cottbus in Brandenburg macht mittlerweile auch bundesweit Schlagzeilen. Immer wieder kommt es dort zu Attacken von Flüchtlingen auf Deutsche und umgekehrt. Gestern Abend wieder 2 polizeibekannte Syrer bedrohten Passanten, darunter einen Zivilpolizisten. These events are more than just a good opportunity for the identitarians to tell their story. They make short documentaries about them and spread them online. Unser Leben hat sich verändert. Es ist nicht bunter und fröhlicher geworden, sondern ungerechter und vor allem unsicherer. Wenn ich aufstehen kann, können andere das auch.
Sie sehen, dass es beispielsweise ein erhebliches Unsicherheitsgefühl bei den Leuten gibt. Dass die Leute so den Eindruck haben, dass ihr kleines, beschauliches Dorf oder ihre kleine, beschauliche Stadt oder auch ihre kleine, große Stadt, beschauliche, große Stadt, dass die versetzt wurde an den Fuß eines Vulkans und man nicht weiß, wann er ausbricht. Ich will da keine Prognose abgeben, aber ich weiß nur, dass es mit das Schlimmste wäre, was wir uns vorstellen können. Und dass es nicht notwendig war. Es war nicht notwendig, dass es so weit kommt. Scary stories about disturbances in Western European cities are gradually becoming entrenched in the minds of right-wing Germans. And these stories are so convincing and real and threatening for some that they have left their Heimat or homeland. They refer to it as the flight to the east. One of these people is Tatjana Vesterling. 1.5 years ago, she was still a spokesman for the anti-Islam movement Pegida in Dresden and was also part of the inner circle surrounding Kubitschek Publishing. Now she has left behind everything that reminds her and bound her to Germany. Sie sind jetzt selber auch Persona non grata geworden in Deutschland. Ja. So kann man das nennen, nicht? Ja, das ist sicher so. Ja, ich habe in Deutschland keine Zukunft mehr. Und weshalb ist das? Was Naja, ist passiert? Also ich habe natürlich mich mehr oder weniger, weil ich das als Pflichtschuld irgendwie verstand, ja, habe ich mich natürlich auch sehr exponiert. Und ich habe jetzt auch im letzten Jahr, Ende letzten Jahres noch Strafbefehle bekommen für Reden, die ich in 2015 gehalten habe. Also es wird eigentlich das ganze Programm abgezogen. Ich zahle das nicht. Ich weigere mich, diese Strafe zu zahlen. Ich mache es nicht. Ich lasse das drauf ankommen, ja. I like it. Otherwise I wouldn't live here. Things changed right now in Germany, so now it's nice to live here. And I want to even encourage other people, Germans for example, to move here too. It's strange, huh, for you? Yeah. It is the opposite. Yeah. In former times, you moved to the west, and now the Westerners come to the east. Ich lasse es drauf ankommen und jetzt gucke ich mir das mal an, wie man da jetzt weiter reagiert und dann werde ich vielleicht irgendwann mal sagen, okay, dann sagt mir mal bitte, wo ich mit meiner Zahnbürste, an welchem Gefängnis ich auftauchen soll und dann sitze ich mal meine 120 Tage ab. Ja. Tatjana is no longer voicing seditious ideas in speeches or on public squares, but instead only via Facebook and YouTube. She has been living in Bulgaria for a year now and has joined forces with an ideologically minded private army. They work along the Bulgarian-Turkish border, trying to stop illegal refugees in the forests. Тръгваме! Каска тръгва първи. Където тренираме хората, които никога не са били в армията и нямат никакъв опит. Обучаваме ги да се самозащитават и да бранят родината. Имаме информация, разбира се. На границата в момента обстановката е много опасна, тъй като групи на Ислямска държава, които се изтеглят от Сирия след като сирийските войски успяха да ги изтласкат, се опитват да проникнат през границата, за да влезат в Европа. Когато срещнем незаконно преминали границата, ги спираме. Обясняваме им, че са извършили нарушения на законите, за което ще трябва да лежат в затвора.
и или трябва да се върнат доброволно в Турция, или ще трябва да извикаме полицията, за да ги арестуват и да ги съдят. Докато ние считаме, че някой, когато си е построил къща, той трябва да живее със семейството си спокойно в тази къща, а не някой друг да дойде да се настани и да го изхвърли на улицата. Wie haben Ihre Eltern reagiert? Meine Eltern haben unterschiedlich reagiert. Mein Vater zum Beispiel hatte dafür gar kein Verständnis für das, was ich tue. Ich habe natürlich gesagt, dass ich von diesen sogenannten Flüchtlingen, dass ich die nicht als Flüchtlinge bezeichne, sondern dass es Migration ist und dass wir uns den Islam importieren und dass ich den Islam hier in Europa schlicht und ergreifend ablehne. Ja, weil Islam ist für mich, steht für mich für völlige Unfreiheit. Und mein Vater natürlich als, ich sag mal, als Vertreter seiner Generation, ja, das ist ja nicht individuell. Mein Vater hat halt, bei dem ist sofort was angesprungen und hat gesagt, ja, nicht, dass die Muslime die neuen Juden sind. Diese Angst, etwas Unrechtes zu tun, ist da sehr, sehr stark und ausgeprägt, auch bei gerade dieser älteren Generation. Und da haben wir uns also auf der Ebene natürlich auch gar nicht auseinander diskutieren können. Ich sehe für Deutschland keine Chance mehr. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich nur eine Lösung. Man wird nur noch einen Teil Europas wirklich retten können. Und das nur noch, indem man wirklich knallhart, konsequent den eisernen Vorhang baut. Und zwar einen doppelten Zaun, also Eisenwände, die werden geschlossen. Und aus dem gesicherten Gebiet heraus kann man dann vielleicht über so etwas wie eine Reconquista nachdenken. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.